Was macht der im Damenklo? Oder im Mädchenklo, der Spinne? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Fuck, Where'd you get Alter. that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh! Whoa. What the fuck? What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit. can you give me an example of a Damn, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of... I did Now, it. Can you give I me an actually example did of a it. photographer who perfectly captured the Alter. human Time condition in black machine. and white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces. You feel like totally haunted by the My eyes pencil of those case is sad still mothers when I and took my children. selfie. Jefferson You saw asked me a humanity question. tortured, right? What is frankly, going it's on? bullshit. Nothing has moved at all. Keep that to yourself. Damn it, everything is the Seriously, same. I could frame any one alles of wie you in a vorher, dark Mann. corner. Wowzer, my old broken camera is new again. And any one of Zeit you für could das do that Foto. to me. Isn't that too easy? Too obvious? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your Können wir auch generation die I Frage can go back in beantworten. time. just for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Boah, mir ist schlecht. I'm sorry, I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Mal die Backen. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Was machen wir jetzt? Da
wir müssen noch weiter zurück. Max, since you've captured Das our skippen interest wir and jetzt clearly mal. want to Das join the wird öfter conversation, der can Fall you sein, dass wir please Dialoge öfter tell us the hören. name of the process that Deswegen spulen wir das mal vor. Natürlich wissen wir das, ist doch ganz klar. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean das process gefällt dir made nicht, wa? portraiture hugely Bitch. popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ja. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Ah, wir können offensichtlich die Zeit zurückdrehen. Wie, aber, hä? Kann das wirklich real sein? What are you waiting for? Go! Is turning in a photo. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. You have just by participating. By putting I wish we yourself out there in didn't. the world. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Anybody to feel excluded from Wir haben ja vor uns relativ viel I also want rumgedrödelt. everybody to Dementsprechend know sollten wir that jetzt this auch mehr photographic Zeit haben, world is oder? not Theoretisch. for everybody. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Na, halt die Victoria. Backen. Excuse us. I'd never let one of photography's future... Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Okay, warum sollten wir das rückgängig machen? The world is not for everybody. I had my moment. Excuse me, Never let one of photography's... Geil, Mann. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Oh Good. ja, Mann. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Nice. Ja, jetzt geht's ab, Mann. Jetzt müssen wir nur noch die andere retten. Am besten ein bisschen beeilen, nicht so langsam. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Okay. Schnell zur Toilette. Yo, Daniel. You know I don't tease. I hate that science class. Auch zur Toilette. Weiter. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that Ja, thing down! Feueralarm, wa? What to do? Los. I need a hammer to break it open. Oh, oh. Control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Shit! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Even miss your punk ass, would they? Get that from me, psycho! Scheiße! I'm so sick of people trying. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even Komm schon! miss your punk ass. Komm would schon! they? No way! Don't ever touch me again, freak! Oh, wir haben sie gerettet. Im Frost Try. Another shitty day.
That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Und was hat das mit dem Schmetterling freak auf sich? out. Okay, raus hier. Ehe sie uns noch erwischen, dass wir den gedrückt haben oder so. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Muss gleich niesen, nicht erschrecken. Thank you, Mr. Maxine. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Alles klar. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Vielleicht sollten wir erstmal mit dem Punk-Mädchen reden, bevor wir ihr da in die Suppe spucken, oder? Ich glaube nicht, dass wir das jetzt sagen sollten. Das würde auch nicht zu Max passen. Vielleicht sollten wir erstmal mit dem Punk-Mädchen reden und das mit ihr klären, was sie da irgendwie ein Problem mit Nathan hat. Die will den ja irgendwie erpressen, glaube ich, oder so ähnlich, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was machen wir denn jetzt? Das könnte böse Folgen für uns haben. Oder für unsere Lieben, was auch immer, keine Ahnung. Wir verschweigen die Wahrheit. Wir verschweigen. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Ja. Puh, was machen wir denn jetzt? Oh. Aber vielleicht ist das wirklich für die andere das Beste. Oh, ich weiß es nicht. Was machen wir denn, Leute? Sagt's mir. Sagt's mir bitte. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Soll ich doch zurückspulen und die Wahrheit sagen? Max, you better go on outside now. Soll ich ihm die Wahrheit sagen? Dann kriegt der andere Ärger. Aber sie vielleicht auch? Ich weiß es nicht. Oh, was würdet ihr tun? You look a little stressed. Sagen wir es ihm oder nicht? Die Frage ist halt, glaubt er uns, ne? Der andere, der ist ja irgendwie von so einer reichen Familie, keine Ahnung. Ihm gehört die Schule, hat er ja auch gesagt, als er da alleine, also in Anführungsstrichen alleine im Bad oder in der Toilette war. Sollen wir ihn melden oder nicht? Oh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es besser, es zu verschweigen, aus irgendeinem bestimmten Grund, den ich aber jetzt noch nicht nachvollziehen kann. Weil das Offensichtliche ist ja, ihn zu melden.
Das könnte aber böse Folgen für die andere haben. Und die Wahrheit verschweigen hat eventuell schlechte Folgen für uns. Aber können wir schlechte Folgen besser verkraften als die andere? Was sagt ihr, Leute? Ich verschweig's. Soll ich's verschweigen? Ich verschweig's. Ich verschweig's. Trotzdem. Okay. Damit müssen wir jetzt leben. Wenn wir jetzt verlassen, ist es eh zu spät. Und los. Ich hoffe, das war richtig. Und ich glaube auch, das ist die richtige Zeit, um nochmal ins Tagebuch zu schauen. Nächste Seite. Ups, nächste Seite. Nee, warte. Kacke. Wo ist es? Kacke, Mann. Ach, Quatsch, da. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Da waren wir. 2. September 2013, 12:07 Uhr. Mein erster Eintrag aus meinem Zimmer im Studentenwohnheim. Eine Nacht vor meinem ersten Tag an der Blackwell. Ich hatte keine Zeit, was zu schreiben oder Fotos zu machen, seit ich hier angekommen bin. Mein Zeug stapelt sich in Kisten überall im Raum, der klein, aber mein ist. Ich kann es kaum erwarten zu dekorieren. Ich will eine ganze Wand voll Fotos. Ich habe ein paar Mitbewohnerinnen getroffen, aber ein andermal mehr dazu. Ich kann mir eh keine Namen merken, aber ich glaube, ich kann schon in etwas sehen, wer cool ist und wer nicht. Es ist scheiße, in einer neuen Schule und Umgebung Fuß zu fassen, besonders nachdem ich in Seattle endlich ein paar Freunde gefunden hatte. Aber hier bin ich, bereit für mein neues Leben. Süße Träume. 3. September 2013. Blackwell ist scheiße. Ich habe mir vorgenommen, nicht so schnell zu jammern, aber fuck! Morgens war ich aufgeregt wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Ich habe kaum ein Auge zugekriegt, weil ich so gespannt auf den ersten Tag meines neuen Lebens war. Wie ein Idiot habe ich nichts zum Anziehen gefunden. Also habe ich genommen, was auf dem Boden lag. Und ich krieg die Namen und Gesichter nicht zusammen. Kate, Brooke, Taylor, Alyssa. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, elitär. Ich konnte fühlen, wie mich ihr Blick direkt verurteilt, als sie mich in meinen abgeranzten Klamotten gesehen hat. Als ob ich auf der Blackwell bin, um Fashion Model zu werden. Vielleicht bin ich überempfindlich, aber ich glaube, Victoria fühlt sich auf, als wäre das ihre eigene Reality-Show. Das war alles andere als lustig. Mit meiner Sozialkompetenz ist das auch so schon nicht weit. Ich dachte, hier wäre alles einfacher. Ruf die Polizei. Ich kann heute Abend keine Maxi-Tränen gebrauchen. Ich war der Wahnsinn. Heute früh im Nebel durch das grüne Unigelände zu wandern. Ich liebe die Steintreppen und die Backsteinmauern der Blackwell. So viele Fotos, die nur darauf warten, geschossen zu werden, wo wir dabei sind. Immerhin ein Highlight gab's heute. Mr. Jeffersons Fotografieunterricht. Es gibt noch so viel zu erzählen, aber vergib mir, liebes Tagebuch. Ich fall gleich in Ohnmacht. 4. September. Ich habe schon einen Arsch voll Hausaufgaben, so viel Bullshit. Gebt uns Noobs doch wenigstens einen Tag zum Einleben. Aber als Beweis, dass ich kein Totalversager bin, habe ich heute einen Freund im Wissenschaftsunterricht gefunden. Er heißt Warren Graham, ein echter Geek, verpeilt und witzig. Auf den ersten Blick ist er ein Besserwisser, aber er kennt sich wirklich überall ein bisschen aus. Wir haben über Fotografen geredet und er hat ein paar aufgezählt, von denen ich noch nie gehört habe. Wir haben Nummern ausgetauscht. Er ist sicher ein guter Lernpartner. Oder ein guter Freund. Ich brauche etwas Halt in diesem Klickenkrieg hier. Ich dachte, 18 sein heißt, ich muss mich nicht mehr mit Teenie-Drama herumschlagen. Ich dachte, jetzt muss ich ein paar berühmte Fotografen für meine Hausaufgaben recherchieren. Mr. Jefferson hat uns einen Haufen Zeug zum Lesen gegeben, aber das ist genau, was ich studieren will. Jefferson ist super cool und super chillig. Er versucht nicht... Entschuldigung.
Er versucht nicht zu hip zu sein. Er sagt nur, was er denkt und erwartet von uns das Gleiche. Ich finde, er ist ein Genie. OMG, ich will ihn heiraten. Spaß, dieser Unterricht entschädigt für all die sozialen Widrigkeiten. 15. September. Die Hausaufgaben reißen mir den Arsch auf. Ich wette, die Lehrer benoten uns extra streng, damit wir uns nicht mehr wie was Besonderes vorkommen. Aber Victoria Chase und ihre Snob-Lakaien führen sich immer noch auf, als wären sie Ehrengäste der Blackwell. Und die Kerle hier sind nicht viel anders. Nathan Prescott ist Victorias männliches Spiegelbild, noch reicher und eingebildeter, falls das möglich ist. Seine Familie ist schon ewig in Arcadia Bay und ich habe Geschichten über sie gehört, als ich Kind war. Die Prescotts spenden der Blackwell sau viel Kohle und Nathan führt sich auf, als wenn ihm der Laden gehört. Gestern im Unterricht hat er seine Füße auf den Tisch gepackt, sein Handy rausgeholt und der Lehrer hat kein Wort gesagt. Ich würde suspendiert werden, aber er und Victoria sind Mitglieder in diesem dummen Elite-Vortex-Club, der beliebte Partys schmeißt und so setzen sie sich durch. Muss schön sein als König und Königin. Ich will nicht auf jeden draufhauen. Ich mag Kate und Marsh. Sie wohnt den Flur runter und ist meine Mitschülerin. Sie ist so reizend und so süß und freundlich. Das macht sie viel hübscher als diese Bitches hier. Wie Victoria, die glaubt, Schönheit richtet sich nur nach Gesicht und Outfit. Da, ich bin schon mittendrin in den Dramaspielchen. Schluss damit. 23. September. Ich hatte heute endlich mal die Chance, ein paar Fotos rund um die Uni zu machen. Ein perfekter blauer Himmeltag. Ich vergesse immer, was für ein großartiges Gefühl es ist, Fotos zu machen, wenn ich es eine Weile schleifen lasse. Wo wir schon dabei sind, Mr. Jefferson hat uns von dem nationalen Helden des Alltags Fotowettbewerb erzählt und will, dass wir alle teilnehmen. Der Sieger gewinnt einen Trip nach San Francisco und eine Menge Publicity. Er will ein Foto von jedem Schüler. Genau darum bin ich an die Blackwell gegangen. Und natürlich scheiße ich mir jetzt vor Angst in die Hosen. Immerhin habe ich ein paar Wochen Zeit bis zur Deadline im Oktober. Also genug Zeit, den Stress mit mir rumzuschleppen. 30. September. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es hier liebe oder hasse. Ich komme im Wissenschaftsunterricht kaum noch mit. Als wenn mich da irgendwas interessiert, oder ich es auch nur verstehe. Zum Glück kenne ich Warren. Ich wünschte, ich könnte ihn klonen und für mich zum Unterricht schicken. Miss Grant ist viel cooler als die Klasse. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass sogar Holzköpfe wie ich das halbwegs raffen. Ich find's cool, wie sie die Gesellschaft mit Wissenschaft vergleicht. Sie ist wirklich leidenschaftlich dabei, wenn es um unsere Zukunft geht. Im Gegensatz zu uns. Aber ich versuche mich mehr zu engagieren. Auch wenn ich mich dazu auch mal melden muss, statt mich nur in der letzten Reihe zu verstecken. Ich bin nur froh, dass ich hier nicht der einzige Außenseiter bin. So, welche Hausaufgaben machen wir heute nicht? Weiter geht's dann ein anderes Mal. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Aber was ist mit der passiert? I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Freitagnacht, stampft auf, Bigfoots. Bigfoots vs. Razorbacks. Freitag, 11.10., 19 Uhr, Blackwell Sportplatz. Komm als Bigfoot, gewinne einen Preis. Komm als Razorback, werde gefressen. Bestes Stück in Arcadia Bay. Babys Pizzeria. Mittags-Special Montag bis Freitag ein Stück und ein Getränk für $3,50. Können wir uns ja echt gucken. Lol. Der Warren hat uns geschrieben. Geil, Mann, wir antworten. Lol, ist ja geil. Hi Max. Sorry, bin spät dran. Irrer Tag. Triff dich am Parkplatz. Halt nach dem coolsten Typen Ausschau. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bin gleich da. Hoffentlich. Guck mal, da gibt's auch Neues. Aber guck mal, alles neues Zeug hier. Voll geil, Mann. Oh, Mike, voll geil, Mann. Was mir alles im Hintergrund... Vielleicht interessiert euch das gar nicht, aber ich muss es lesen. Mein Name ist Max Caulfield und seit ich ein kleines Mädchen war, wollte ich Fotografin werden. Ich habe die Welt immer nur durch mein Objektiv gesehen. Vielleicht ist das mein Platz in dieser Welt, in sicherer Entfernung. Irgendwie fühle ich mich zu alten Analogkameras mehr hingezogen als zu digitalem Kram. Ich liebe alle Stile und Techniken, aber das Polaroid-Selfie ist mein Favorite.
Es ist mir egal, ob sich Leute über mich lustig machen. Ich bin in guter Gesellschaft, oder? Und jetzt bin ich den ganzen Weg zurück in meine alte Heimatstadt gekommen, um Fotografie an der Blackwell Academy zu studieren, einer Privatschule für Oberschüler der 12. Klasse. Sogar mit Stipendium. Damals habe ich Chloe zurückgelassen, meine allerbeste Freundin für immer und ewig. Zumindest bis ich vor 5 Jahren abgehauen bin, ohne ein Wort zu sagen. Und es fühlt sich komisch an, wieder hier zu sein, ohne sie besucht zu haben. Also, ich bin jetzt 18, offiziell eine Erwachsene, auch wenn ich mich nicht besonders weise oder reif fühle. Und ich bin bereit, ein ganz neues Leben anzutreten. Mit meiner Retro-Kamera an meiner Seite. Sag Cheese. Das lesen wir noch. Mark Jefferson ist nicht nur einer der besten Fotografen der Welt, er ist auch mein Lehrer. Und einer der Gründe, warum ich an die Blackwell wollte. Wann hast du schon mal die Chance, Unterricht von einer deiner Inspirationsquellen zu bekommen? Ich habe immer seine Deko und den Goth-Style geliebt. Und er ist so vielseitig im Bereich Print und Advertising. Allerdings ist Jefferson auch ein bisschen eingebildet. Für sein Alter ist er ziemlich hip, aber etwas abgehoben und anmaßend. Er hat so ein selbstgefälliges Grinsen, wenn er glaubt, recht zu haben. Aber ich glaube, er bereitet uns nur darauf vor, wie hart es ist, ein Vollzeitkünstler zu sein. Er gibt mir das Gefühl, dass er meine Kunst und Leidenschaft für Polaroid-Fotos versteht. Er will wirklich unbedingt, dass ich ein Foto beim Helden des Alltagswettbewerb einreiche. Aber ich habe mir große Mühe gegeben, mich zu drücken. Der Sieger fliegt nach San Francisco, um die Blackwell Academy zu repräsentieren und national bekannt zu werden. Ich mag die Vorstellung, dass meine Bilder gut genug sein könnten. Und es ehrt mich auch, dass Jefferson mich damit so oft nervt. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Machen wir gleich, Max. Tagebuch hat sich aktualisiert. Oh, wir können den ganzen Tag im Tagebuch verbringen, Leute. Und ich würde das auch tun ohne euch. Ew, gross. At least switch to E6. E6. Oh, that's not nice. Poor little otter. They sure get a lot of mileage out of otter power. Blackwell Academy Otter Power. 2012 Schwimmmannschaft. Otter power? I'm so not there. Otter Schwimmmannschaft Probetraining. Otter Power. Bist du ein geborener Schwimmer? 6. bis 8. September, 14 Uhr. Schließe dich einer der Top Highschool Schwimmmannschaften des Landes an. Not really. And this is where the otters perform their aquatic magic. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Zu viele Informationen überall. Multitasking hält dich beschäftigt. Aber nicht am Leben. Social Media ist kein Ersatz für die Realität. Komm und besuche das Center für Buddhismus 380 Schrader Road, Arcadia Bay, Oregon. Schon jemanden gemobbt? Kein Mobber denkt von sich, dass er einer ist. Also denk darüber nach, bevor du jemanden mobbst. Wenn du glaubst, dass du jemanden gemobbt hast, besuche www.bullyforyou.org. Wir sind für dich da. Bibelanalyse. Suche gleichgesinnte Christen zum Reden und Diskutieren. Danke und Gott schütze dich. Euch. Lass mich bloß in Ruhe, ey. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Alles klar. Now I have to go back to the dorm. This day never ends. Wir müssen hier uns alles anschauen, Leute. Alles. Guck mal, wie hier so gerade draußen der Verkehr ist und so. Das ist schon voll geil, Mann. Muss man schon sagen. Können mich gar nicht satt sehen. Also ich kann mich gar nicht satt sehen. Brooke actually has a drone? Geil, Mann. Rainbow Six oder was? Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Ja. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back.
Boah. I'm almost sure Warren has the same bag. What a complicated name for such a tiny drone. Na, das merken wir uns jetzt. Dann spulen wir die Zeit zurück und dann prahlen wir mit unserem Wissen. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy though. So, Zeit zurückdrehen. I'm almost sure Warren has the same... What a complicated name for So. such a tiny drone. So, jetzt prallen wir mit unserem Wissen und dann können wir die Drohne fliegen. Let me guess. You wanna fly my drone? Yes, I would love to. Nee, das ist eine Hi-Fly-Drohne. That looks like a high-fly drone. Modeled B400 EVO. Ja. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Nice. Hui. Ich glaube, das können wir aber nicht selber steuern hier, Leute. Das geht automatisch. Aber da haben wir wenigstens mal einen fetten Überblick über die Blackwell Academy. Hui. Geil, Mann. Das ist ein hübsches Spiel, oder, Leute? Das ist die Unreal Engine 3, wohlgemerkt, ja. Also selbe Engine, mit der Bioshock und aber tausende andere Spiele läuft. Also 1000 ist vielleicht übertrieben, aber mehrere hundert auf jeden Fall. Schön, was sie daraus ihr rausgeholt haben aus der Engine. Sehr schöner Grafik, sie hat ein bisschen was von Pastell. Oder? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ich Bullshit rede.